Kurs Ja. mit der Sabine. Und das Witzige ist, mein erstes Meeting habe ich verpasst. Gell? Da konnte ich einfach, da habe ich es mir falsch. Da hatten wir eine Barsitzung, Doris zum Beispiel. Ah, schön. Dann beim ersten Zoom hatte ich Foundation mit der Liesen, da konnte ich auch nicht teilnehmen. Und jetzt sind wir hier und Kayla ist nicht da. Aber sie weiß es schon, oder? We can see everyone. Let Also us just show it. Ja, Wir zeigen euch mal alle, die hier sind. Oh, hallo. I'm Super. Alle Wow. Ist ja noch lustiger wie Skype. Eine Fliege. Ja. Okay. okay. So I want to see you as well. Am I like? Can I change? Yeah, Yes, that's it's a good idea. weird. Ja. Okay, wir wandern kurz. Sorry. Ups. Yes, I'm translating, yes. I'm just like I'm cool is so- this? better. And I don't have any notes to take, so please make short sentences It's for me okay. this time, okay? Yes, So, gut. you Hallo, lead us. also ich werde für euch Hallo. übersetzen. Okay, so everyone on the Zoom, and then also everyone here. Nice to have all of you here to the second series of our whole series. This is the second one of our whole series. Yes. It's Yeah. called Breaking the Lies of Body Image. Also willkommen an euch alle hier im Zoom und auch an alle, die hier sind. Zum zweiten Teil von unserer Serie, die Lügen des Körperimages praktisch zerstören. Yeah, oder you do. ausbrechen aus den Lügen des Körperimages. It's definitely included. So, any questions right now from you guys first? I have a lot to say, and I'd really like to also know what, because here we are having our advanced body class, Ja. which is awesome. Also wenn ihr Fragen habt, wäre das ganz klasse, wenn ihr Fragen stellen möchtet. Ich spreche jetzt in der Ich-Form für Sie. Ich habe aber eine Menge zu sagen. Wir sind ja hier gerade auch beim fortgeschrittenen Kurs, beim fortgeschrittenen Körperkurs. And then it's also like, and we like to, not only me, okay? Please know it's we, everyone here, and also the energy of the advanced body class, also would like to invite all of you guys at home to join us. Ja. Und das ist also wirklich nicht nur ich hier, sondern wir hier, die hier sind, die Energie von dem ganzen Kurs. Also wir möchten euch einfach einladen, das mitzunehmen und da mitzumachen. So don't feel excluded, you're definitely included. Also ich bin auf jeden Fall mit eingeschlossen. Ja. Kleine Eise, da kommt später. So is there any like particular things that you guys want to talk about? Questions? Also gibt es irgendwas Bestimmtes, worüber ihr sprechen möchtet? Irgendwelche Fragen, die ihr habt? Everyone here is a little bit fried, just to let you know. Genau, also wenn es ist ja alles ein bisschen gegrillt. Eine Teilnehmerin, welche das gechattet hatte, eine Frage, und zwar über körperliche Aussehen. Sie war schon beim ersten Zoom-Meeting mit dabei. So I have a question Yes. From a participant I chatted Yes. with yesterday, and Yes. she had participated in the first meeting, and she has a Yes. question about body image. Yes. Ja, und zwar sagt sie, sie hat Übergewicht. Aha. Und wenn sie ihren Körper fragt, wie er aussehen möchte, dann kriegt sie eine sehr schmale Größe. Okay, She that one. I said mean. she's overweight, Yeah. and when she asks her body what it wants to look like, she gets a really small size. Und sie fragt sich, wie bekommst du das hin? Weil das mit dem Essen und Gewicht, das ist so irgendwie so kreuz und quer. Also das And passt. she wonders what she can do and how she can do this, since eating and weight, it's kind of going like a spray. It's not totally right. Yeah. Meaning okay. aware. So, to those of you who are here, might not be new to you. I'm just going to go over what they talked about. Gary talked about. It's okay, right? Yeah. Gary talked about like this thing about obesity. Mhm. Also für alle, die hier sind, ist es jetzt vielleicht nicht ganz so neu, aber jetzt im Kurs hat Gary das wieder angesprochen. Er hat über
also Übergewichtigkeit angesprochen. Fettleibigkeit, gibt es viele schöne Übersetzungen für dieses Wort, Obesity. Ja. So in 1977, basically, there are two issues that affect most people, are either cancer or obesity. Ja. Also im Jahr 1977 ist Folgendes aufgekommen. Also es gibt im Prinzip zwei Formen von Krebs. Das eine ist der Krebs, den wir kennen, und das andere ist der nicht tödliche Krebs. Das ist die Fettleibigkeit, und das ist 1977 aufgekommen. And then also, the things that he hasn't mentioned in this class that he mentioned before was also in the 1970s. That's when the optimal nutritional pyramid came out. Oh, okay. You know what I'm talking about, right? Like pyramid. Yes, what carbohydrate and then Yes. protein, fat. Sure. Yes. Und er hat auch noch was, das hat er nicht in diesem Kurs erwähnt, aber es ist auch in den 1970er Jahren ist damals diese Ernährungspyramide rausgekommen. Also für die optimale Zusammensetzung der Ernährung, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, bla bla bla, Eiweiß man verwenden sollte. People start eating the way that they think. That's the FDA, like Federal Health Administration. Sorry, FDA, okay, yeah. Okay. Yeah. Und das war also die Regelung von dieser föderalen Gesundheitsbehörde praktisch. Yes. Also es war die Gesundheitsbehörde, hat das eingeführt. Yeah. So it's like, so when they eat accordingly, what happens is you actually ditch your own awareness. Ja. Und was passiert ist, wenn du dich daran hältst und danach isst, dann im Prinzip trittst du dein eigenes Gewahrsein in die Tonne. And you not only ditch your awareness, but also your body's preferences, you ignore it. Ja, und das betrifft aber auch die Präferenzen deines Körpers, die ignorierst du dann einfach, wenn du dich danach hältst. And then, so what that creates is you might be eating things that do not work for you. You might be following a diet that doesn't work for you. Also es ist durchaus möglich, dass du Dinge isst, die einfach gar nicht für dich funktionieren, dass du also praktisch eine Diät oder einen Ernährungsplan einhältst, der gar nicht für dich funktioniert. And also one of the things, Gary also talks about is diet never works. Eine Sache, die Gary immer wieder sagt, ist, Diäten funktionieren eh nicht. Because when you're dieting, you're actually dying. Denn wenn du Diät machst auf Englisch, klingt das nämlich anders. Also Dieting, da kann man praktisch auch reinlesen, dass da das Sterben drin liegt. So you need to die to get it. Also whatever du musst, that it genau, is. also dieses Töte es, also du musst sterben, um es zu bekommen, um dieses Ergebnis zu bekommen. So so it relates to, first of all, it's like your body's awareness of what it requires, and then you actually take other people or maybe this reality's roles, you make it more significant than what your body requires. Also es ist im Prinzip, dass du das ignorierst, dass du das Gewahrsein deines Körpers ignorierst und die Regeln dieser Realität und von anderen Leuten nimmst, um festzulegen, was dein Körper braucht. And it's also the second thing, it's like, as we said earlier, in 1977, the two primary issues are cancer and obesity. Yeah. Sorry. Oh, okay. So like for that, it's like when you make something so significant, whenever you make something so significant, what does it create? Ja. Und dann ist es also im Prinzip seit 1977 sind wirklich die Hauptgesundheitsrisiken und Probleme oder definiert worden eben Krebs und Übergewicht. Und was passiert, wenn du etwas ganz bedeutsam machst? And it's like you would rather die than to have those things that you avoid so much. Wow. Also man möchte lieber sterben, als diese Dinge zu haben, die man so sehr versucht zu vermeiden. It's like, like for example, I see news about obesity and cancer every single day. It's like, okay, I try my best not to have obesity or cancer. And we always talk about this. Anything you hate, you create. Ja, und das ist halt so, wenn man die Nachrichten, also jeden Tag sehe ich was über Krebs oder Übergewicht und ich versuche mein Bestes, das nicht zu haben, aber eben alles, was du so arg, wo du dich so drauf fokussierst, versuchst es zu vermeiden, das kreierst du am Ende. And the more you avoid it, you make it more significant, so you create it even more. Und je mehr du es vermeidest, umso bedeutsamer machst du es und umso mehr kreierst du es. So how much of that is actually a creation of whatever that you're trying to avoid?
Wie sehr von dem ist also eine Kreation dessen, was du eigentlich zu vermeiden versuchst? And also, it's like one of the tools that really work. It's, you know, not only Gary says it, but a lot of people try is, you know, talking about your the person who was in the previous call. It's like the tool is, I don't want skinny. I don't want to be skinny. Ja, okay. Ja, und eines der Werkzeuge, was wirklich gut funktioniert und worüber auch Gary immer wieder spricht, und das ist vielleicht auch etwas für diejenige, die du erwähnt hast, die diese Frage gestellt hat, wenn du sagst, ich will nicht mehr mager sein, ich will nicht mehr mager sein, ich will nicht mehr mager sein, 10-mal. And it's like, I think there's a little difference because I don't know if it's in German. Because, you know, in grammatically speaking, it's I don't want to be skinny. Yes. But it's like, there's the energy of I don't want skinny that creates more because the being, you know, there's a being in there. Okay. Do you know what I'm talking about? Sehr gut. Yes, okay, can you try to? Okay, dann also würde man ja das noch viel besser zu sagen. Also erstmal gibt es ja diese Sache mit dem Want, das ja sicher alle kennen. Also das kennt ihr ja, dass es im Englischen auch etwas ist wie Mangel. Und sie hat auch gerade noch gesagt, besser wäre es noch zu sagen, nicht mehr, ich möchte nicht mehr das sein, sondern am besten zu sagen, ich will kein Mager mehr, ich will kein Mager mehr. Oder I don't want skinny anymore, I don't want skinny anymore. Das kreiert einfach energetisch noch mehr. Yes. Also ich finde, ich will kein Mager mehr, ich will kein Mager mehr, ich will kein Mager. Ja, das ist so auch, ja. So everything that we're trying, it's like the being part. Because whenever we're trying to figure out how to be, we're actually doing instead of being. Ja, also überall, wo wir versuchen, hier irgendwas rauszukriegen und irgendwie das richtig zu machen, es ist immer wichtiger, etwas zu sein, anstatt zu versuchen, wie man es tut. Because it's like when I say I want to be skinny, you have to figure out how to be it instead of you be it already. Genau. Wenn du nämlich sagst, ich möchte mager sein, dann musst du rauskriegen, wie du das bist und damit du es überhaupt sein kannst, anstatt dass du es einfach bist. Okay, so everywhere that we are trying to figure out how to be something instead of just being it, can we destroy and create all of it? Yes. Okay, also überall, wo wir versuchen rauszukriegen, wie wir etwas sein können, anstatt es einfach zu sein, zerstören und umkreieren wir das jetzt? Ja. Right and wrong, good and bad, pom pop, all nine shirts, boys and beyonds. Okay. How do everyone feel? I mean, how's everyone doing? Wie geht's euch? Our bodies do have like Körpern, sense. was sagen die Körper? So, and what have you made so vital and significant? Like, if you make losing weight, for example, significant, then you cannot see any other options. Other options besides losing weight. Und was habt ihr so wichtig und bedeutsam gemacht? Also wenn ihr es zum Beispiel wichtig und bedeutsam gemacht habt, Gewicht zu verlieren, was gibt es dann daneben noch für Optionen, wenn das Einzige ist, was ihr euch vorgenommen habt? For example, like I would say myself, like I don't really look any different than when I was maybe 12 pounds like lighter. Ja. But I am the same, but I gain muscle. Okay. It's more tone. Okay, cool. Yeah. Also bei mir, also Kayla zum Beispiel persönlich ist es so, dass ich sehe nicht viel anders aus als vorher, wo ich 6 Kilo weniger hatte, aber ich habe jetzt einfach mehr Muskelmasse, also ich bin jetzt einfach besser definiert. Because people have been telling me the past few months, it's like, oh, did you lose weight? Ja, die letzten Leute haben mir in den letzten paar Monaten gesagt, hey, hast du abgenommen, hast du Gewicht verloren? But I just like, you know, body, whatever you want to do, whatever you want to like, you know, what can I have today? What can I ingest? What can I take? What kind of energy can I like take from, you know, or what can contribute to me being whatever the body that would, you know, that my body likes to look like. Ja. Und das ist wirklich diese Frage, hey Körper, was möchtest du heute? Was möchtest du heute in dich reinnehmen? Was möchtest du für eine Energie sein? Welche Energie möchtest du haben? Und dass der Körper praktisch entscheiden kann. So if you always think that your body is directly related to weight, it's not a linear relationship. It never is. Also wenn du immer denkst, dass dein Körper direkt mit dem Gewicht verbunden ist, dann ist das niemals so. Es ist niemals eine lineare Beziehung. So everywhere that you have always used weight
to define and measure your, I would say, success with like attaining body image. Does that make sense? Yes. So it's like you think that your body is becoming more towards the body you desire because you are losing weight. Yeah. And when you're gaining, you automatically think that you're doing something bad, something wrong. Yeah. So when you're losing, you are right. When you are gaining, you are wrong. So everything that is hexagoncillion. Okay, also überall, wo du dein Körpergewicht benutzt hast, um deinen Erfolg in Richtung zu deinem Körperimage, was du gerne hast, zu definieren und zu messen. Also überall, wo du sagst, wenn du jetzt zunimmst, dann bist du weiter weg davon. Wenn du abnimmst, dann bist du näher dran. Also überall, wo du das am Gewicht festgemacht hast, ob du erfolgreich bist darin, dein Körperimage zu erreichen, zerstörst du und kreierst du das jetzt. Wow, that's huge. Right, wrong, good and bad, on I shirts, boys and beyond. So, wow. So, what have you made so vital, valuable, and real about weight that keeps you using it to define, to define your body? Okay. Also, was hast du so wichtig, wertvoll und vital an Körpergewicht gemacht, dass du es immer noch weiter benutzt, um dein Körperimage zu definieren? As a source to define your body. Als eine Quelle, um deinen Körper zu definieren. Wow. Apparently, it's like pretty much everyone. Offensichtlich betrifft das sozusagen jeden. Everything that is hexagoncillion, can we destroy it and then create it all? Yes. Das ist das hier. Ja, wir nehmen auf, Angelika. All 9 boys and beyond. Because you know what? I've met people who have, you know, the worst body image that they have. I mean, like that's how they perceive themselves, right? And I'm just perceiving whatever that they perceive in themselves. And they are surprisingly, like their weight is really low. And some people who are very lean, you know, they don't have a body image issue. They're just heavy. But who cares? What is like this whole range thing? Ja. It's a creation in order to make us fit into this reality. Also ich habe einfach festgestellt, dass viele Leute, die ganz fürchterliche Vorstellungen über ihren Körper haben und ganz fürchterliche Bewertungen über ihren Körper häufig ganz schlank sind und andere wiederum, die schlank sind, können dann manchmal auch ein ganz stark ein schwereres Gewicht haben, als man erwartet. Also es ist häufig gar nicht so, wie es auswärtig aussieht, dass es dann auch so innen aussieht. Everyone knows BMI, right? Ja, alle kennen ja den BMI, also den Body Mass Index. Yes. So it's like BMI is one of the biggest biggest lies of this reality. Ja. Also dieser BMI ist wirklich eine der fettesten Lügen dieser Realität. Yes. It's like when you are, under 18, you are dead. I mean, you're not. When your BMI is under 18, you pretty much have to die because you're so unhealthy. And when you're over 25, you are also very unhealthy. You should die. Ja, okay? Genau. Also wenn du unter 18 bist, dann bist du ziemlich tot, hat sie erst gesagt, aber dann bist du also sozusagen schon auf dem Wege zu sterben, weil du so furchtbar ungesund bist. Aber auch wenn du über 25 liegst, dann bist du auch völlig ungesund. You know how a lot of athletes, for example, those who do gymnastics, their BMI is very low. Yeah. It's like 16 or 15. Wow. And then people who are doing triathlons or weight training, their BMI is 30. And you say they're not healthy? Ja, genau. Yeah. Okay. Exactly. Also wenn man zum Beispiel Leute Gymnasten nimmt oder Leute, die Gymnastik, wie auch immer die heißen, also Leute, die Gymnastik machen, die haben häufig einen erstaunlich niedrigen BMI von 16. Und dann gibt es aber wieder Leute, die machen Triathlon oder arbeiten mit Gewichten, die haben dann einen von 30 und die wären ja per Definition total ungesund. And how many of you are actually aware that the BMI thing is a complete lie and you are using your weight to resist and react against it? Wow. Und wie viele euch sind euch eigentlich gewahr, dass dieser BMI eine komplette Lüge ist und wie viele von euch benutzen deswegen euer Gewicht gegen euch,
um das to resist and react um against irgendwie it. im Widerstand dazu zu gehen, zu dieser Lüge. So. Because one of the greatest capacities for humanoids is when you know something is a lie or when someone needs you to fit into the box, you will fight to not fit into the box. Oh ja. To prove that something is wrong or you're wrong. Ja, also das ist eine der größten Fähigkeiten, die wir als Humanoids haben, dass wir, wenn wir eine Lüge wahrnehmen oder merken, dass wir nicht in die Box passen, dann dass wir uns erst recht dagegen wehren, um zu beweisen, wie falsch wir sind. Which is really interesting because you guys, I know everyone pretty much has done foundation too on the Zoom as well. And it's like we have this thing called Fraud Patrol. Und das ist ziemlich interessant, denn ich weiß ja, die meisten, die auch jetzt also hier dabei sind, hier und im Zoom, dass die meisten von uns Foundation gemacht haben und es gibt ja dann die sogenannte Betrugspatrouille. And people who do fraud patrols, they actually are trying to get things right. Und Leute, die Betrugspatrouille machen, die versuchen, Dinge richtig hinzukriegen. However, what's that face? However, the purpose of fraud patrol is to make you wrong. Ja, aber letztendlich ist wirklich der Zweck dieser Betrugspatrouille, dich falsch zu machen, dich ins Unrecht zu setzen. Whatever you do, whatever anything else, like whatever anyone else does, it's always going to put you in this eternal state of wrongness. Wow. Also ganz egal, was jemand anders macht, du wirst immer in diesem ständigen Zustand des Falschseins stecken bleiben. So how many people are actually using their weight to do the fraud patrols of this reality and fraud patrols of embodiment, humanoid embodiment? Also wie viele Leute machen das mit dieser Betrugspatrouille, okay, can you repeat that? Yes, humanoid embodiment and fraud patrols of this reality. Okay, And the laws of this reality. Okay, die Humanoid-Verkörperung zu machen, die Yes. Gesetze dieser Realität und And now it's a law. Because you know how Gesetze, science yes, is like genau, a law thing, genau. right? Also You have to fit into the box. wie die Wissenschaft zum Beispiel auch eine Gesetzmäßigkeit ist. Also man muss reinpassen in diese Box. So all of that, Alles das, everything that is. alles was ist. Okay, can we destroy? Okay, so Yes. do you want a proper clearing? Okay. Yeah, okay, mach mal nochmal. Yeah, thank you. Yes. Proper Sorry, clearing. it's proper choice to next Yes. edition. Sorry. No worries. Yeah, No, because I it's didn't good. get it. Yeah. Yes, it's okay. So, And wow, what bastardization wow. of infinite being and humanoid embodiment are you using to do the fraud patrols of this reality and embodiment are you choosing? Okay. Right. Also welche Bastardisierung des unendlichen Wesens und der humanoiden Verkörperung benutzt du, Yes. Fraud patrols of this reality and humanoid embodiment. Ja, also welche Bastardisierung benutzt du? Oh Gott. Okay, let me try again. Can you What do it in pieces? I bastardization? cannot think Yes, straight okay. anymore. No, Okay. it's okay. So, okay. Don't be sorry. It's fine. Oh, I've been there too. So. okay. Also sie kennt es auch, den Zustand. Yeah. So what bastardization of infinite embodiment? Also welche Bastardisierung der unendlichen Verkörperung And being actually oder des unendlichen Wesens are you using? No. Oh, Sorry. yes, are you using? Ja. Jeez, I can't remember I'm too. so sorry. Okay. Infinite being and humanoid embodiment. I Yes, remember are that you much. using Ja. to do Ja. the fraud patrols Okay. of this Yeah. reality Ja. and humanoid embodiment are you choosing? Thank you. Okay. Also, you. welche Bastardisierung des unendlichen Wesens und der humanoiden Verkörperung benutzt du, um die Betrugspatrouille dieser Realität und der humanoiden Verkörperung zu kreieren, die du willst? And everyone wants to sleep. I know. Alle sind inzwischen eingeschlafen, hat sie gerade gesagt. Yes.
Everything that is times a godzillion. Can we destroy and create it all? Yes. Yes. Right, wrong, good and bad, pom pom, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. Wow. Let's do it again. Okay. Yeah. What bastardization of infinite being and infinite and humanoid embodiment are you using to do the fraud patrols of this reality and humanoid embodiment are you choosing? Yeah. Yes. Okay, also welche Bastardisierung des unendlichen Wesens und der unendlichen Verkörperung benutzt du, um die Betrugspatrouillen dieser Realität und der humanoiden Verkörperung zu machen, wie du willst? And everything that is times a godzillion. Can we destroy and create it all? Yeah. Wow. Right, wrong, good and bad, pom pom, all nine shorts, boys and beyonds. Yeah. Nice. And it's very cool. And it's also like so interesting how this like fraud patrol thing. I don't know why we're talking about this, but we're talking about this. This fraud patrol thing is like it just keeps you always in this state of judging what's wrong about you. Und es ist echt interessant, dass wir jetzt hier über die Betrugspatrouille reden. Also ich weiß auch nicht, warum wir das tun, aber wir tun es. Also was diese Betrugspatrouille macht, ist, dass sie sich ständig in diesem Zustand der Selbstbewertung festhält. And when you have to judge what is wrong about you, you have to find something to dislike about yourself. Oh, wow. Ja, geil. Und wenn du also in diesem Zustand bist, dich selbst zu bewerten, also wenn du dich praktisch selbst bewerten musst, schlecht bewerten musst, dann musst du praktisch etwas finden, was du an dir nicht magst. For example, if you don't like, if you want to, for example, if you're trying to fit into the box, remember last time our Zoom we talked about fitting into the matryoshka. Matryoshka, yeah. Okay, Yes. Yeah. Those like, yeah. Yeah. So it's like when you're trying to fit into any of those boxes or whatever image that people, you know, like, I mean, this reality things is like the ideal or whatever, you constantly have to look at your own body and judge it and find wrongness through it. And if you cannot find wrongness, you will create something to judge. Ja. Okay, also wenn du versuchst, in so eine Box reinzupassen, und wir letztes Mal haben wir ja auch darüber gesprochen, da hatten wir ja diese Matryoshkas praktisch als Boxen, als Kisten, in die man reinpasst. Also wenn du das machst, also wenn du praktisch immer versuchst, dem zu entsprechen, was andere Leute in dieser Realität als ideal definiert haben, dann musst du praktisch deinen Körper so anschauen, dass du etwas Schlechtes an ihm findest, musst du etwas Falsches oder Schlechtes an deinem Körper finden, was nicht dazu passt, oder du musst etwas erfinden, damit du deine Falschheit haben kannst. So I'm gonna repeat also wir haben noch ein paar Leute hier. Yes. Yay, getting bigger and bigger. How does it get any better in this? Wird's noch besser. And it's like, so what happens is when we are trying to find some wrongness about ourselves, I'm repeating, okay? If we cannot find it, because there's nothing wrong to begin with, we will create the judgeable offenses or the wrongnesses for us to judge. Okay. Also wenn wir an uns etwas Falsches suchen, aber gar nichts Falsches zu finden ist, weil da nichts Falsches war, dann werden wir dann am Ende etwas Falsches kreieren, damit was da ist, was wir bewerten können. Ja, da sind wir echt gut drin. Meine Güte. Okay, so everything that is times a godzillion. Can we destroy and create it all? Yes. Right, wrong, good and bad, pom pom, all nine shorts, boys and beyonds. And wow. So yes, I can. It's going to be a little bit of a. Yeah. Do you have your phone or what? No, I'm gonna look into yours. If it's okay. Yes, maybe. I will have to change a little bit. Okay. That's okay. Gut. Also jetzt wird ein Prozess vorbereitet. Magic. Magic.
Noch ein paar Zutaten, was raus, was rein. Bisschen Gewürz. All right, let's try this. What have you made so vital, valuable, and real about discounting and dismissing your body and your awareness as despicable delusions and pathetic, judgeable offenses that keeps you eternally disdaining you? Okay, gut, also, was hast du so wichtig, wertvoll und real daran gemacht, deinen Körper und dein Gewahrsein abzuwerten und abzutun, als verabscheuungswürdige Illusionen und jämmerliche zu bewertende Verstöße, die dich ewig abwerten und, ich sag's jetzt ganz blöd, in die Tonne treten lassen. Yes. Let's try it one more time. Somehow I'm getting like, if you say it one more time, it's gonna be even. Ja, also ich habe das Gefühl, wenn wir das jetzt nochmal sagen, wird es vielleicht noch ein bisschen stärker sein. What have you made so vital, valuable, and real about discounting and dismissing your body and your awareness as despicable delusions, meaning there's something that I really hate, and it's an illusion. Yeah. Okay? Meaning it's a fantasy, it's something crazy you make up. But then because you make it up, you still want to judge that it's something that I hate so much. And also pathetic, judgeable offenses. Judgeable offense is something, it's offensive, it's a crime, it's a sin itself. And it's so pathetic, you always have to judge it. Yeah. Okay. That keeps you eternally disdaining, meaning hating yourself. Ja, okay, danke. Gut. Okay. Please. Also, sie hat noch ein paar Wörter erläutert und zwar unter anderem, also was hast du so wichtig, wertvoll und real daran gemacht, deinen Körper abzuwerten und abzutun, deinen Körper und dein Gewahrsein und zwar als verabscheuungswürdigen Illusionen oder Abartigkeiten. Das hat also, Delusion ist also wirklich Delusion, als wenn man irgendwie nicht sich Sachen einbildet, die nicht da sind. Okay? Genau, man muss wirklich schon irgendwie völlig Fantasieland sein, um das Ganze ausdenken zu können. Und als jämmerliche, zu verabscheuungswürdige Verstöße, also Verstöße, Sünden, Because it's also a judgeable offense, also yes. But then you know at the same time it's so pathetic. Und But you gleichzeitig keep judging it. You cannot get out of it. Und gleichzeitig ist es so jämmerlich und so lächerlich, dass du immer noch weitermachst und es immer noch weiter bewertest. That keeps you eternally hating you. Und das Disdaining you. dass dich ewig hassen lässt. Also, yes. So, I mean, just okay. one What have you made? Yes. Yes. This is definitely a tongue typing, okay? And when it comes out one piece in English, it sounds so cool, so fun, that it will just fry everyone up. Ja. Das ist so cool, das klingt so klasse in Englisch, wenn es dann in einem Stück rauskommt, dann klingt das so spitze und so toll, dass es alle nur wieder noch grillen wird. Okay, so what have you made so vital, valuable, and real about discounting and dismissing your body and your awareness as despicable delusions and pathetic, judgeable offenses that keeps you eternally disdaining you? Okay. So, was hast du so richtig wertvoll und real? Do you want it in Italian as well? So just Yes, Italian too. Okay. Yes. But, yeah, shall I do the German or not? I can do it. You can do it first. Do it. Italian. Go ahead. Sure. The last one. Also, Italienisch von Chiara. Cosa hai reso così vitale, di valore e reale, dello scontare e licenziare il tuo corpo e le tue consapevolezze come terribili delusioni e offese giudicabili patetiche che ti trattiene nell'eterno disdegnare te stesso? E tutto quello che questo è per disdegnarti tutta l'eternità, distruggiamo e distraiamo. I like what I vomit. Oh, yes, everything that is. She just said it. Right, good and bad Now German, please. Good. Yes. Okay.
Okay, was hast du so wichtig, wertvoll und real daran gemacht, dich und dein Körper und dein Gewahrsein abzuwerten und abzutun als verabscheuungswürdige Illusionen und völlig lächerliche, verabscheuungswürdige Sünden oder Verstöße, die dich ewig dich selbst hassen und in die Tonne treten lassen? Alles, was das ist, Verstöße. Umkehrst du das? Yeah. Right and wrong, good and bad. Right and wrong, good and bad, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. Carolyn just takes care of a lot of things. Dieser Prozess wird so einiges jetzt hier regeln. Yeah. Und wir machen gar keinen Loop draus, nein. Yeah, please, you can. Let's do it again. Ja, wollen wir es nochmal machen? Wow, okay. What have you made so vital, valuable, and real? What have you made so vital, valuable, and real about discounting and dismissing your body and your awareness as despicable delusions and pathetic, judgeable offenses that keeps you eternally disdaining you? Wow. Everything that is times a godzillion can we destroy and unfreed it all? Yes. Yes. Right, wrong, good and bad, pom pom, all night shirts, boys and beyonds. Do you want to do Spanish? Go. No, We do. Spanish. Yeah. Go for it. Yes, go. Do. I don't know. Come on, dale. Joe, I don't know the word. I can try Together? Russian. Dale. Try Go for Russian. Russian. It's gonna take a bit, but yeah, okay. Okay. Все, что вы сделали настолько важным, важным, реальным и я не могу думать. Окей, что вы сделали настолько важным, правильным и реальным о том, чтобы свое тело и свое осознание не учитывать и сделать совершенно неправильный, как ужасные делюзии и просто ничтожные, ничтожные, ой, it's right. Ничтожные, вот эти отказы, противодействия против законов, которые тебя вечно содержают в состоянии ненависти себя. Wow. Все, что это, вы готовы это все разрушить, уничтожить и не создавать? Wow. Right and wrong, good and bad, talk about online shots, boys and beyonds. You want to try one more time in Italian? And then Spanish. And Italian and Spanish, italiano e Il spanish. reso così vitale di valore e reale dello scontare e licenziare il tuo corpo e la tua consapevolezza come delusioni e offese, patetiche offese giudicabili, disprezzabili, che ti mantengono eternamente sdegnando te stesso. Tutto ciò che questo è per gli ausiliari di tutta l'eternità, distruggerà e spera di tutto. Giusto, sbagliato, bene, male, tutti e 9 proprio shots, boys e girls. Che rendiste tan vital de valor irreal, del descontar y desmentir, licenciar, remitir. Ya, y no contar tu cuerpo y tu awareness. Como despreciables, Como despreciables y ofensas Patéticas, juzgables ofensas que te que te mantienen eternamente eternamente ti mismo. ya descartándote a ti mismo. Descantándote a ti Y mismo. todo lo que suceda, estoy lo descreando. Yes. Para un poco. I like getting hot. Yeah. And it's like when we talk about this. Oh yeah, we forgot German. Yes. German, ach Last so, one. Deutsch, ja, stimmt. Okay, einmal noch. Also, was hast du so richtig We're having a wertvoll und little real bit daran gemacht, deinen Körper und dein Gewahrsein abzuwerten und abzutun, als abscheuliche Illusionen und jämmerliche, zu bewertende Verstöße, die dich ewig dich selbst hassen und in die Tonne treten lassen. Alles, was And das everything that ist, is, yes. Verstöße. Umkehrst du You're das? destroying for that. Ja, wrong, bei Pocken Borderline Shots. There's boys and beyonds. And I just want to also like
talk a little bit more about the discounting and dismissing part. Because what I'm talking about when you talk about discounting and dismissing, it's like, it's okay. I'm going to see the recording. Okay. All right. Thank you. Yeah. When we talk about dismissing and discounting, it's like whenever you're aware of something, you automatically dismiss it, meaning you do not trust yourself. Mm-hmm. You do not trust yourself. Yeah. So you dismiss yourself. Or maybe when you doubt whether you get this right or not, then you discount yourself again. Oh. Okay. Also die Sache mit diesem Abwerten und Abtun ist einfach, dass du dann alles Gewahrsein, was du dann hast, das wertest du dann halt auch ab. Also weil du dir einfach dir selbst nicht mehr vertraust. Du traust deiner Wahrnehmung nicht und wenn du etwas anzweifelst, dann bedeutet das letztendlich auch, dass du dein Gewahrsein abwertest. Yeah, so it's like you never really trust yourself. Also du vertraust dir eigentlich nie wirklich selbst. You don't trust that you're aware. You don't trust your awareness. Even you know that you're aware of something, you don't trust it, then you only trust like 50%. So you discount it. Ja. Okay. Also und selbst wenn du dir, wenn du weißt, dass nein. Also es ist so, dass du dir Okay, no, sorry. It's all right. She has worked a whole day, okay? Yes. Please. Okay, wait a second. Okay, Yes, so I'll the do it beginning, slowly. so now it's just the beginning, I'm losing track. So, you know that you trust yourself, you don't know you, also Yes. selbst wenn du weißt, dass du ein Gewahrsein hast und selbst wenn du dir gewahr bist dann, und auch etwas weißt, dann machst du trotzdem dieses Gewahrsein schlecht, du wertest es ab, also du vertraust dem zum Beispiel nur zu 50%. Do you require some coke? Was heißt denn dieses Discount? Okay. And then you discount. Das What's Yes, abwerten. discount Das ist meaning abwerten. that like whenever you don't fully trust yourself, whatever the 100%, you will make it less. So when you doubt that, okay, for example, when I know that my body likes to look a certain way, but it's so different than whatever everyone else wants. And then I'm wondering, wait, is this really what I want, or is it what I think I want in reaction to them? Because you don't fully trust that you are aware, and you don't trust your awareness. So you discount it and make it less. So you either dismiss it, like I completely ignore it, or I'm going to make it less than what it is. It sounded to me like you dispose of. It's like in the dustbin, it's gone. It's like Yeah, nothing. it's either gone, or you just like take a little bit, but you take away big parts of it. At the end, it's like you never fully trust. But if it's 98%, it's still not. It's 100. not, And so yeah. It's still discounting. Again, it's not. It's not. It's not true for you. It's Ich not fasse true es for einfach you. mal ganz It's not kurz 100%. zusammen. Yeah. Yes, you either trust Also, or you don't trust. Guys, Yeah, Yes. yeah, yeah. I'm just gonna make it, ich fasse Yes. es mal kurz zusammen, Okay. make a short Yes. summary, because it doesn't make sense Okay. to translate it all. Also es kam nochmal die Frage auf, was dieses Discount heißt, das heißt im Prinzip wirklich abwerten. Und sie hat halt erklärt als Beispiel, zum Beispiel, wenn du denkst, du musst auf eine bestimmte Art aussehen, siehst aber anders aus, dann musst du alles, was nicht reinpasst, praktisch abwerten. Also du kannst dir nicht mehr vertrauen. Du bist dann nur noch bis zu einem gewissen Prozentsatz kannst du deinem Gewahrsein trauen. Alles, was nicht reinpasst, gilt praktisch nicht. Oder du kannst es halt komplett abtun, ignorieren, das wäre diese andere Variante. Aber das mit diesem, wie gesagt, mit diesem Discount ist das Abwerten. Also das wird immer weniger, immer weniger, immer weniger. So it's like, if you guys remember back in Foundation, there's this part about consciousness light. Ja, genau. You're like doing light awareness or light trust. Aha, Trust yourself, genau. light version. Ja, genau. Also vielleicht erinnert ihr euch But alle, it's bei still Foundation not gibt es trusting. da auch, da ist ja diesen Begriff von Consciousness Light, also Bewusstsein Light, und genauso wäre das dann hier in dem Fall. Das wäre Gewahrsein Light oder Vertrauen Light, also die Light-Version von allen. Wow. Neue Diät. Exactly. New Diet. New diet. Yes, exactly. That is a new diet. Whenever we're doing light, we actually choose to die. Genau. Wann immer wir Light machen, dann wählen wir tatsächlich zu sterben. Because you either live or you either die. You don't live 50%, or you're not dead 50%. You either you're living or you're dying.
Ja, denn du lebst nicht irgendwie zu 50% oder bist zu 50%. Entweder lebst du oder du bist dabei zu sterben. So, wow. So it's like almost it's like this living, dying continuum. Excuse me? I didn't hear that. Okay, no, I'm Never talking to done? myself. Okay. I'm talking to myself. So, what have you made so vital about living in between the living and dying continuum that keeps you from total choice? Okay, cool. Also, was hast du so wichtig daran gemacht, zwischen dem Leben und dem Sterben Kontinuum zu leben, das dich davon abhält, absolute Wahl zu haben? Yeah. So, wow. Apparently, a lot of people are hanging in there. Okay, so what have you made so valuable and real, about being in between, being in between the living and dying continuum or polarity, whatever you want to. I like the word continuum more. I don't know what. Continuum that keeps you from total choice. Okay. Okay, was hast du so wichtig, wertvoll und real daran gemacht, zwischen dem Leben und dem Sterben Kontinuum, also Polarität ginge auch, aber Kontinuum ist schöner zu sein, das dich von der absoluten Wahl abhält. And everything bad is times a godzillion, can we destroy and create it all? Und alles, was das ist, Godzillion, können wir das wird ja auch zerstören und kreieren. Right and wrong, good and bad, palm, puckle, nitrates, boys and beyonds. So, is everyone... Please. I'm like suddenly like it got fried the second time. Okay, what's going on? So whatever we may like, I get like if I think like other people judgment about maybe people that would perceive your body like too sexy or something about being too something, something like of course it's like I realized how my body was like super light, but I always had like this curve that almost people could not dismiss me, right? I would want people to look at it. Yes. And I did kind of like brought this point of view, okay, I want people to want me for me, like who I am. Yes. So I start to see somehow my body started looking a little bit not that much nice, right? Yeah, still sexy and still that's one thing, but it's like it's something about like it was too much, like changing my body so people could. So, okay, you want to, yes. Thank you. Yes. Otherwise it will be just get lost. Okay. Also, Francesca hat gerade... No, Fernanda. I know. I'm so sorry. No. That's fine. Okay, bad. So, also, Fernanda hat gerade gesagt, dass, wie ist es denn mit der Bewertung anderer Leute über den eigenen Körper? Also, dass man zum Beispiel zu sexy ist. Ich bin früher, hat sie gesagt, hatte ich immer Kurven, also man konnte mich nicht übersehen, aber ich war halt schlanker und jetzt habe ich das inzwischen, ich habe dann für mich gemerkt, ich möchte aber gerne, dass die Leute mich um meinetwillen gerne mögen sollen und dann habe ich praktisch das kreiert, dass mein Körper jetzt immer ein bisschen fülliger ist und ja, da hört es gerade auf. And then you were gonna... No, and like today I saw you in this beautiful red dress and I look at your body, I was like, wow, like I never like noticed your body how I saw it today. I'm like, my body notices body. And I think bodies love the sexualness of other bodies, but clearly like my body's not as light as it used to be. And I get this still sexy, but I get that I have done something that is still my body doesn't look the way that, because it's too much, everyone tuning around. It's like... Okay. Yes, thank you. Yes. Okay, also es ist einfach so, ich habe heute dich gesehen mit diesem roten Kleid und das sah einfach toll aus. Ich habe einfach gemerkt, wow, Mann, wie toll ich das wahrnehmen kann, dass andere Körper auch so sexy sind. Und ich habe aber trotzdem gemerkt bei mir selber irgendwie, das ist halt, ich bin immer noch sexy, aber es ist irgendwie nicht so leicht, wie ich das gerne hätte. Und es ist wirklich so, dass die Leute sich umdrehen und ja. And sorry, what's your name? Patina, you wanted to add something, right? Yes. I wanted to ask you,
What did your body feel when the people were lusting after you? Actually, my body loved to be less than Wie hat sich dein Körper gefühlt von Bettina, als die Leute dir nachgelüstert sind, also lüstern waren nach deinem Körper und das habe ich geliebt. I think I got it. Ich glaube, ich habe es verstanden. So this is a great question, and also a great awareness too, because it's like she already got aware. So it's like, here's the thing, like we always want people to receive our being as if our being and our body are two separate things. Okay. And that's what that is what we've been entrained in this reality. Oh yeah, I love you for who you are, not how you look, or how you dress, or your body, or like whatever. Okay, whatever thing you like. Okay. Okay, also das ist halt, das war eine ganz klasse Frage und da ein ganz tolles Gewahrsein. Es hat sich schon ganz viel jetzt füreinander geändert. Und es ist halt auch diese Sache, dass wir davon ausgehen, wir wollen also für unser Wesen, für unseren Charakter empfangen werden und nicht unseren Körper. Also wir trennen praktisch unser Wesen von unserem Körper, als ob die was getrennt ist und so, da sind so darauf getrimmt irgendwie so, ja, es ist wichtig eben, dass man mich dafür liebt, für die Menschen, die ich bin und also, dass das irgendwie gar nicht mit reinspielen darf. As if your being is more valuable than your body, or maybe you think that people value your body more than your being. Oder als ob dein Wesen wertvoller ist als dein Körper oder dass du denkst, dass die Leute dein Wesen stärker schätzen, mehr schätzen als dein Körper. Which both of them are not true. Und beides stimmt nicht. They're both interesting points of views. Beides sind interessante Ansichten. And you know, first of all, you can say, hey, who does that belong to? Und erstes Mal könntest du sagen, hey, zu wem gehört denn das? And second, it's like, so what if you include your being and your body? That is all of you. Wow. Und zweitens, was wäre, wenn du dein Wesen und deinen Körper einbeziehst? Was dann nämlich dann alles von dir ist. So what invention are you using to create the separation between your being and your body? Also welche Erfindung benutzt du, um die Trennung zwischen deinem Sein, deinem Wesen und deinem Körper zu kreieren? The separation between you and your body. Yeah. Die Trennung zwischen deinem Wesen und deinem Körper. Everything that is times I got silly. Can we just try and create it all? Yes. Alles, was das ist, können wir es bitte verstehen. Right, wrong, good, and bad, on the insurance, voice, and beyonds. And are you willing to be so extreme? Ja. Und seid ihr bereit, so extrem zu sein? So extreme that do not fit into, you're so extreme that you don't fit into the box of what other people, what the box of this reality is, like the sum total of this reality. Ja. Seid ihr bereit, so extrem zu sein, dass ihr nicht in die Box, diese Gesamtsumme dieser Realität hineinpassen könnt oder passt? So what energy, space, and consciousness can we and our bodies be to be the extremist we truly be? Also welcher Energieraum und Bewusstsein können wir und unsere Körper sein, um die Extremisten zu sein, die wir tatsächlich sind. Even if it kills people around you. Okay, ich gehe ein bisschen näher rein. Also, selbst wenn es die Leute um euch herum tötet. Ich sag's noch mal ein bisschen näher, dass es vielleicht besser zuhört. Also welche Energieraum und Bewusstsein kann ich und mein Körper sein, um die Extremisten um der Extremist zu sein, der ich wirklich bin, die Extremistin zu sein, die ich wirklich bin. Und Fernanda hat gerade gesagt, eben selbst wenn es die anderen tötet. Okay. And how much more can you receive and create from that? Und sie sagt gerade, hey, wie wär's, wenn du anerkennst, wie großartig du bist und wie viel mehr kannst du damit empfangen und wie viel mehr Geld kannst du auch dadurch empfangen. And sometimes we do that, like whatever you did, sometimes we do that because there are one or more people that we decide that we like, and we want to take care of their feelings. Okay, und manchmal machen wir sowas, wie sie das beschrieben hat, dass wenn nämlich irgendwelche Leute haben, die wir mögen, eine oder mehrere Leute, dann möchten wir praktisch sicherstellen, also dass es deren Gefühlen gut geht. And we subdue ourselves, make ourselves less. Und dann machen wir uns selbst geringer. In order to make
the people that we care about feel better. Die Leute sich besser fühlen zu lassen, an denen uns liegt. I'm sorry, I've watched this woman for like several years, okay? Es tut mir leid, also ich habe diese Frau seit einigen Jahren schon beobachtet. She loves people lusting her body. Und sie liebt es, wenn Leute ihren Körper hinterher lüstern. And she definitely uses other women's jealousy of her extreme curves to her advantage. Und ganz eindeutig nutzt sie die Eifersucht anderer Frauen auf ihre extremen Kurven sehr effektiv. And then suddenly she's telling me this. I'm like, what are you talking about? Und jetzt erzählt sie mir das hier plötzlich und ich denke, hä, was sagst du? I love body. Like, I like hugging people. So I will must hug everyone who Aber ich is liebe around me. Körper. I know. Ich liebe And es, then Körper zu umarmen. Exactly. Did you get that part just now? Hast du den Okay. Teil? Yes, I did. I So just here's talk the over you thing. now. She loves bodies. She loves hugging Sie people's liebt Körper, bodies. sie liebt es, And she Körper zu loves people umarmen who und sie liebt receive auch Leute, die sie empfangen. So that also includes when she hugs people, she loves their bodies. She's also aware of people's bodies, projections, expectations, judgments, separation, and rejections of her body. Das heißt also, wenn sie die Leute umarmt und also die Körper liebt und sie umarmt, ist sie sich dann auch ganz genau der Projektion, Erwartung, Zurückweisung, Abtrennung, Bewertungen dieser anderen Leute gegenüber ihrem Körper bewusst ist. And she loves people who receive her. Und sie liebt Menschen, die sie empfangen. And truth, how many people truly can receive all of you? More than 5, less than 5. Okay, Wahrheit. Wie viele Leute können dich wirklich komplett empfangen? Mehr als 5 oder weniger als 5? Weniger als 5? Less than 5. So there you go. It's like, so when you would like people to receive you, Wenn du es also gerne hättest, dass Leute dich empfangen, you would make yourself, you would create yourself into a form or like whatever way that they can receive, which is less of what you truly are. dann machst du es so, dass du dich zu einer Form machst oder in irgendwas hinein zu etwas ummodellierst, was geringer ist als du, um diesen anderen zu gefallen zu sein. Wow. So, are you willing to be that? I am so feisty. I don't care who's looking at me. I will always stir up jealousy, lust, and judgments from people, for men that I know so well. Aha. Okay, und was wird's brauchen? Und wärst du bereit, so frech zu sein und so richtig einfach nur, frech zu sein, dass du bereit bist, so viel Eifersucht, Lust und Begehren auszulösen. Use your awareness to your advantage, not as a weapon against you. Benutze dein Gewahrsein zu deinem Vorteil und nicht als eine Waffe gegen dich. Unfortunately, the more aware we are, the more stupid things we are also aware of. Not only great things, but also stupid things. Consciousness includes everything. Awareness also includes everything. Ja. Und leider, je gewahrer wir uns sind, desto gewahrer sind wir uns auch vieler blöder Dinge, unschöner Dinge, denn das Bewusstsein umfasst alles und das Gewahrsein umfasst auch alles. So what if we are willing to use our awareness to our advantage instead of against us? Wie wäre es also, wenn wir unser Gewahrsein zu unserem Vorteil nutzen, anstatt gegen uns? This energy of like, no, I can't be that unkind. Bitch. Das ist diese Energie von diesem, ich kann nicht diese unfreundliche Bitch sein. Das ist also im Prinzip so ein Gegensatz. Also wenn du du bist, dann bist du unfreundlich. Is das wirklich oder bist du einfach dieses freundliche Wesen dieser Realität? Something is in my space. Something is in my space. Like I can see myself being 20 and being with my boyfriend. And I used to dress very sexy. I used to be a size 0, so maybe like 10 kilos or I don't know, 10 or less kilos.
And I remember that he picked me because I just came from Argentina 18 years ago, so I used to dress even probably tighter jeans or very short skirts, and he picked me because of this, because I was very sexy. But then when I was with him and every other woman would look at me, I thought that was not so okay. So I started wearing like longer shirts. Can you translate? Yes. Thank you so much. Okay, ich erinnere mich, wie ich 20 gewesen bin und damals eben mit meinem Freund zusammen war. Da war ich so, 10 Kilo weniger und ich war gerade aus Argentinien gekommen. Und ich erinnere mich, dass ich damals also ganz enge Hosen getragen habe und kurze Röcke und dass mich aber die Frauen echt krass angeguckt haben. Und ja. So he chose me because I was very sexy. Ach, genau. Und mein Freund hat mich eben gewählt, weil ich sehr sexy war. He told me that's what he liked about me, and I thought it was not so okay that every other women. Ja, genau. Yeah, that was not okay. So I kind of like my body started changing 19 years ago. Okay, wow. Und dann ist das also so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass es eben nicht in Ordnung ist, dass dann eben diese anderen Männer und auch die Männer anderer Frauen mich halt so widerlich angeschaut haben und auch was mein Freund gesagt hat, dass er meinte, er hat mich nur deswegen praktisch gewählt, weil ich so sexy bin. Und damals hat mein Körper angefangen, sich zu verändern. Wow, so what have we made so valuable and real about the standards and culture of this reality that keeps us creating and living in our reality, or in a reality that works for us. Okay, was hast du so wichtig, wertvoll und real an den Standards der Kultur dieser Realität gemacht, das uns immer weiter noch in einer Realität kreieren und leben lässt, die für uns funktioniert? And then one more, and all the past reference points we have regarding our bodies and everything we've decided that are great or not so great about our body in the past, and we still use that as a basis to create our body today. Okay. Do you want to? Und alle die Referenzpunkte. It's really long. Yeah. Okay. Do you have yes. it? Can I look at it? Yes. Thank you. That helps tremendously. Okay. Okay. Und alle die vergangenen Referenzpunkte, die wir bezüglich unserer Körper haben und allem, was wir beschlossen haben, was großartig oder nicht so großartig an unserem Körper ist in der Vergangenheit und wo wir das besitzen als eine Basis, um unseren Körper zu kreieren, heute zu kreieren. Können wir das bitte zerstören und kreieren? Yes. And also, like, we use that use all those past reference points as a basis to create our bodies today. Ja, wir benutzen auch diese ganzen Referenzpunkte als eine Basis, um unseren Körper heute zu kreieren. But that's not true creation. Aber das ist keine wahre Kreation. What we're actually doing is just readjusting and alternating around the past reference point. Does that make sense? Also was wir dann im Prinzip machen, ist, dass wir uns dann angleichen oder dann praktisch abwechseln zwischen diesen alten Referenzpunkten. It's not creation. Es ist keine Kreation. You're just alternating or adjusting. Das heißt, dass man einfach nur dazwischen hin und her springt oder die einfach angleicht. When you have past reference points, you're never creating, you're just adjusting. Also wenn du Referenzpunkte aus der Vergangenheit hast, dann kreierst du nie. Du bist dann nur in diesem... So all of that can we destroy and create? Yes. Also das können wir das mit auch zerstören und kreieren. Wow. Right and wrong, good and bad, pom poco, 9 shirts, boys and beyonds. Okay, genau. Fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. Kentucky Fried Chicken. Are we fried? No, Sind wir gegrillt? Nein, überhaupt nicht. Not yet? Okay, cool. Like other cultures. Yeah, because I was 20 years, like, oh my God, it's just like, I got how I decided to like not have my body look as, really like the sex is like how my body desires. So
I was 20 and my boyfriend invited me to the beach, my Yes. hot American boyfriend. And I wear one of, like, it would be like a Brazilian bikini. That's in Argentina. What was, okay, a small, tiny bikini. I know. I went to the beach and I was skating on the water. Yes. Yeah. And this, I didn't understand English much. And this very heavy women in the water start speaking, yelling to my boyfriend. He's like, how she can be like this? I didn't understand, but I asked my boyfriend, what is she saying? Don't worry, he said, but she said that how I could be almost naked. And she was there with her like 4 or 5 years old. Oh, okay. But when my boyfriend translated it, like, Fernanda, don't worry, she just have a problem because she is so overweight, like so jealous of your body. But she was judging me because I was wearing a tiny, like, Brazilian bikini. That's still like, see, it's, yes, please. So, also das ist, Fernanda hat gerade die Frage gestellt, ob das auch so eine kulturelle Sache sein kann. Das war nämlich, als sie 20 war, also ist sie da mit ihrem amerikanischen Freund am Strand gewesen, hatte also einen brasilianischen Bikini an, also einen ziemlich knappen Bikini, das war aber total normal in Argentinien, wo sie hergekommen ist. Dann war da aber so eine sehr übergewichtige Frau im Wasser, die sie angegriffen hat, die sie echt angeschrien hat praktisch, und sie hat sich dann von ihrem Freund übersetzen lassen, was er gesagt hat, und er meinte, wie kann sie es noch wagen, hier fast nackt sich zu zeigen, sie hat hier 4- bis 5-jährige Kinder. Das war ein richtiger... So how much of that have you still locked into your body that affects the creation of your body? Und wie viel von dem hast du immer noch in deinem Körper eingeschlossen, was die Kreation deines Körpers heute beeinflusst? Because whenever we make a point of view relevant, or solidify a judgment, we will use that as a way, or as a source, or like as a reference point to create our body. Also wenn man immer wieder eine Bewertung relevant machen oder eine interessante Ansicht oder eine Ansicht festmachen, dann kreieren wir das praktisch als Referenzpunkt für unseren Körper. So how many past reference points do you have that you are using? No, how many past reference points are you using that keeps you from truly creating the body you truly can be choosing and creating, choosing and creating? Okay. Also, wie viele vergangene Referenzpunkte benutzt du, um deinen Körper zu kreieren? Wie viele vergangene Referenzpunkte benutzt du, die dich davon abhalten, deinen Körper zu kreieren, den du wirklich wählen und kreieren könntest oder kannst? Alles das Beste? Yes, everything that is times a godzillion. Can we just try and create that out? Right, wrong, good, bad, papa, all night, truth, boys, and beyonds. For example, when someone tells you that you're too sexy, you will add something to make yourself less sexy. And if you sometimes I've known a lot of people, when they were young, they were so skinny that people will constantly say how skinny you are, or you should eat more, and then they react to it, and then suddenly during puberty, they gain weight like crazy. So how much of that, it's actually, again, a resistance or reaction of whatever past judgment that you've made so significant and solidified into your body and your being. Okay. Yes, you have something. Also was ist zum Beispiel, wenn man zu sexy ist oder so, oder wenn jemand auch zu dünn gewesen ist früher, dann ist das ja auch manchmal so gewesen, dass einem dann immer gesagt wurde, keine Ahnung, du bist so dünn und du musst mal was essen oder so. Und wie viele machen das dann so, dass sie dann praktisch in der Pubertät dann ganz plötzlich ganz stark zunehmen? Und wie viel Widerstand und Reaktionen sind da, und wie viele Bewertungen? Can you say the last part again, please? Yes, it's about how resisting and reacting to the resistance, to the judgments. Or... Yes, that you've made so relevant. Okay, also dass man praktisch ein Widerstand ist und eine Reaktion gegenüber diesen Bewertungen, die man so relevant gemacht hat. Yeah. So you wanted to add something. Can I add also something to yours? Yes. And it's also like the thing about culture, as you said, because it's very interesting. As you can tell that I'm like mostly Asian. Okay. I'm Asian. Who cares? I'm Asian. Okay. Okay. I do have some white, but like it's really small. And what is it? So in Asia,
like you would go, oh, you can also ask her, she knows too. In here, like we show cleavage, we show boobs, and it's fine. Okay? And then, so when we say that, holy shit, that person is like, you know, this is sexy, but it's not like, oh, it's not like overly like offensive sexy, you know? But sometimes you see people wearing like hot pants, right? Hot pants, everyone knows hot pants, like super, super short shorts that you know is really sexy. And then we're gonna go, oh, wow, that's like really sexy. To the point of maybe it's a little bit like, you know, then you start to have judgments about it. Who is we? Oh, I mean in here in Mm-hmm. Western side. Yes. Okay? Let's say the West. Okay, can I go? Yes, please. This part, please? Yes. Thank you. So, Yes. also jetzt so mit der kulturellen Sache, das ist ganz interessant. Also ich bin ja zumindest also teilweise oder hauptsächlich also asiatischer Herkunft sozusagen. Sie wird auch wissen, wovon die Rede ist. Ich habe mal gesehen. Also es gibt da einfach andere Vorstellungen darüber oder andersrum. Nein, also hier in der westlichen Welt gilt es ja als relativ normal, wenn man Ausschnitt zeigt und wenn man die Brüste sehen kann. Und wenn man aber zum Beispiel Hotpants trägt, also so ganz, ganz kurze Hosen, dann gilt das schon als extrem sexy. Like really short pants that you see your butt cheeks, right? Also dass man wirklich die Pobacken schon Sometimes. And then that's because we think of sex when we see that. Weil wir nämlich an Sex denken, wenn wir das sehen. However, in Asia, for example, like in Japan or in, I don't know, China, whatever. Yeah. You see women, girls wearing those kind of short shorts everywhere. And it's very normal. It's like us wearing tank tops here. Wow. Okay, und das Interessante ist, dass man in Japan und China überall Mädchen sieht, Frauen, ja wahrscheinlich Mädchen eher, die wirklich solche Hotpants tragen, so wie man hier praktisch ein ärmelloses Oberteil trägt. They don't think of sex, but when they see cleavage and boobs, then it becomes that. Okay, und da ist es dann umgekehrt. Also wenn dann praktisch im asiatischen Raum man dann Ausschnitt sieht und Brüste, dann denken sie an Sex. Also. And it's really all about culture. They're just interesting points of views. Und das ist wirklich alles nur Kultur. Das sind einfach nur interessante Ansichten. I'm just wanting to add that. So I'm just saying that really it's this cultural thing that creates not only separation, but also the point that we have to keep discounting and dismissing ourselves. And we always think that, oh, there's something wrong about us. There's something wrong about us. Ja, und das ist also dieses kulturelle Ding, was einfach diese Trennung kreiert und dass wir dann praktisch dadurch uns immer selbst abwerten müssen oder wirklich schlecht machen müssen und immer denken, es ist irgendwas falsch mit uns. So what if body image is just a cultural invention? Was denn also das Body Image, das Körperimage nur eine kulturelle Erfindung wäre? Inventions are always lies. Und Erfindungen sind immer Lügen. Oh shit, I already go to the third call. But anyway. Yes. So, yes, what were you going to add? This will be the last thing. Also jetzt ist noch das letzte, wird noch hinzugefügt. Before we go to do the third. Okay, bevor wir den dritten vormachen. Ja, ich weiß nicht, ob das noch so relevant ist, aber ich habe festgestellt, in der Vergangenheit, ich hatte viele OPs und immer bei den OPs habe ich ganz viel Kilo abgenommen und danach aber extrem zugenommen. Das war über die Jahre bestimmt 15 Kilo, die ich aber auch nicht wieder wirklich runterbringe. They're just still swinging that continuum. Okay. Please, Julian. Yes. Okay. So there's something. No. I noticed over the years I had several surgeries. Yes. But I noticed that I lost a lot of weight and then gained weight, and over the years I had like put on 15 kilos weight, which I cannot. So what's the question? Was kann ich da, wenn ich meinen Körper frage, wie er aussehen möchte, gibt er mir weniger vor, aber ich komme irgendwie... Yeah. So if I ask my body what it wants to look like, it tells me less, but somehow I don't get there. Yeah. It tells you less. Also dein Körper sagt dir weniger. Er möchte weniger haben, aber irgendwie ist es so wie verdreht. Ich frage mich, was kann ich da... Kind of twisted somehow. Yes. It tells you this, but you don't, like, it just doesn't get there. So are you trying to get there? Also versuchst du da hinzukommen? Versuchst du da hinzukommen? Are you a serious German?
Bist du eine ernsthafte Deutsche? Who actually has to be serious and also work for things. Sorry? Work for things. We have to work for something. For things, okay. Yes. Also genau, also man muss ernsthaft sein, man muss sich Dinge erarbeiten. Also man muss für die Dinge arbeiten. And the word work itself would create some sort of, okay. I don't want to do it. Und allein das Wort Arbeit wird schon dieses Kriegen, ich will das nicht machen, da wird so ein Widerstand aufkommen und so, das ist harte Arbeit, das wird Mühe machen. Ja, vor allem ist es verzichtend damit. Also wenn ich ganz extrem, dann klappt es, aber es ist immer so ein Verzichten, da kommt irgendwie so der Mangel. It's really like having to, it's like a diet, like having to not be able to have everything, and it's really like this. When I ask my body, what bodies do you like? Yes. He likes, like, und wenn mein Körper fragt, welche Körper magst du, dann kriege ich eben breite Körper, also füllige Körper. What body do you like to have? Also welchen Körper möchtest du umarmen? Was, wenn ich einen fetten Mann mag? Das ist in Ordnung. Fat men are cool. Ja, fette Männer sind cool. Dünne Männer sind cool. Das ist wirklich ganz egal. Just, you know, there's always this thing that says that every ass is a seat. It's like every body has a body that suits you. Man sagt ja immer, jeder Sitz hat einen Arsch, der dazu I hate passt. to say this, but like every vagina has the perfect plug to go with it. Jeder hat Körper, you just have to know which one works for you. Vagina hat einen Schwanz, der zu ihr passt. It doesn't matter what it is. It doesn't matter how short it is. Es ist egal, wie lang oder kurz er ist, oder wie dünn oder wie dick. Yes, and then also your body too. It doesn't matter how big, small, tall, short, whatever. Also auch bei deinem Körper ganz egal, wie groß, klein, dick, dünn er ist. What's the body that works for you? Was ist der Körper, der für dich funktioniert? And then I'm going to leave the rest to part 3. Okay, und den Rest lasse ich jetzt wirklich für Teil 3 übrig. So again, the question that you guys can go home with, what if actually body image is just an invention? Also die Frage, mit der ihr nach Hause gehen könnt, wäre vielleicht, was, wenn Körperimage wirklich nur eine Erfindung wäre? Can I add something, please? I remember when I was 16, I danced at a party and I was really dressed very sexy and I felt sexy and everything was beautiful for me. And some friends said to me, if you dance like this, you're going to be abused. Yes, wow. I get that. Okay. Yes. Yes. Also für mich war es so, ich war mit 16 auf einer Party und war also schön angezogen, sexy angezogen und habe da getanzt und dann hat aber irgendwann ein Freund zu mir gesagt, wenn du so tanzt, dann wirst du missbraucht werden. And then? And then I made myself wrong then. Yes, I know. Something changed, Ja. So, ja, also habe ich mich halt Quatsch gemacht, da hat sich was verändert. And then so are your friends, are they actually just jealous of you? It was at age 16, right? Yes, it's the point where everyone's getting catty. And he was a boy who told me that. Maybe fraud patrol. Ja, also es war ein Junge, der das gesagt hat. Vielleicht war das Betrugspatrouille. Sometimes boys they want to be protective of the girl. Yeah. Okay, manchmal möchten die Jungs auch von dem Mädchen beschützt werden. And is he the one who has? Because you can never. People always accuse people of things that they themselves are doing. Maybe he wants to do that, so he's accusing that in order to mask that he has that. Yes, of course you wanted to have sex with me. Exactly. Ja. Und es ist möglich, dass eben die Leute werfen einem immer nur das vor, was sie selber möchten. Also vielleicht hat er das selber, diesen Gedanken gehabt, dass er gerne Sex mit dir hätte. Und ja, natürlich hat er Sex mit dir gewollt. Und dann hast du dich falsch gemacht dafür, dass du sein sexuelles Begehren, seine Verlangen hervorgerufen hast. Yeah. So what if that? It's again the past reference points thing. Was? Also das nochmal, das mit diesen vergangenen Referenzpunkten, ganz einfach. So what I've, oh geez, where is it? One second. Ja, einen Moment noch. Come on, load.
Okay, I don't care. I'm gonna do it. No, because it's just a conversation that I have with my friend. So what have you made so vital, valuable, and real about past reference points as the source of creation of your body that keeps you from truly creating a body that works for you? Okay. Also, was hast du so richtig wertvoll und real gemacht an den vergangenen Referenzpunkten als die Quelle der Kreation deines Körpers, die dich davon abhalten, deinen Körper zu kreieren? And everything that is Hemsagotziling can we destroy and create now? Yes. Das ist Gott sei Dank machen, das bitte zerstören. Right, wrong, good and bad, pom, 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 nine shorts, boys, and beyonds. Okay. Any other questions here? I don't want to ignore you guys. Just also ich wollte euch nicht irgendwie ignorieren. But it seems like no one's giving me. Aber niemand hat irgendwie gewunken oder so. Just no. Okay. Okay. So let's call it a night. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Für heute Abend. Thank you so much and see you next month. Ja, bis nächsten Monat. Thank you so much. Thank you.